Hallo liebe Freunde von Freiheitenwelt, freut mich, dass ihr hier seid. Ich bin Martin Leonhardt, wer mich nicht kennt. Ich bin Motorradreisender, Globetrotter, Fotograf, Vortragsreferent, habe in meinem Leben schon wirklich viele Kilometer bestritten, viele Länder bereist. Und ja, wer mich nicht so kennt, ich glaube, meine bekannteste Geschichte war eine 3,5-jährige Reise durch Südamerika, gefolgt von einer weiteren Reise, fast 2,5 Jahre durch Nordamerika. Ja, diese spannenden Reisen, das könnt ihr alles, wenn ihr mal so ein bisschen in meinem YouTube-Kanal guckt, da gibt es ein paar Videos. Ihr könnt auch auf meinem Blog vorbeischauen, freiheitenwelt.de, und natürlich könnt ihr auch von mir lesen in verschiedenen Motorradzeitschriften, wie da zum Beispiel dem Tourenfahrer oder Motorradabenteuer. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre nicht mehr so viel von mir berichtet. Ich habe immer mehr kleinere Reisen gemacht. Ich war viel in Europa unterwegs mit vielen verschiedenen Motorrädern. Mein Hauptmotorrad war ja ganz lange Zeit eine KTM 1190 Adventure aus dem Jahr 2013, alias Katze, wer mich kennt. Und mit dem Motorrad habe ich wirklich atemberaubende Abenteuer erlebt. Insgesamt 150.000 Kilometer hatten wir runtergerissen. Wie gesagt, dazu findet ihr alte Videos hier auf dem Kanal oder eben in meinem Blog. Danach war ich viel unterwegs mit verschiedenen Motorrädern, BMW, Triumph, ja, die ganze Tiger-Serie habe ich durchgefahren. Dann ein paar Mal war ich mit Honda auch unterwegs. Und jetzt, wie ihr seht, stehe ich vor einer nagelneuen Maschine in dem wunderschönen Blau, einer Yamaha Tenere 700 aus dem Baujahr 2025 natürlich. Und ich habe das Motorrad erst seit 2 Wochen, habe sie frisch geholt, ist mein eigenes Motorrad, also ich habe es selber gekauft, weil ich damit, ja, ihr könnt es euch denken, deswegen gibt es ja auch das Video, weil ich damit wieder auf ganz große Reise gehen will. Ich nenne das Projekt Nepal to Anywhere. Das heißt so, weil also das Ziel soll am Ende sein Nepal. Wie ich dorthin komme und ob ich es überhaupt schaffe, das steht ein bisschen in der Sterne. Das hängt mit politischen Situationen zusammen, das hängt ja mit Schwierigkeiten an den Grenzen zusammen, und dazu aber werde ich jetzt die nächsten Wochen hier im Kanal immer mehr berichten. Aber heute soll es erstmal um mein Reisegefährt gehen, um die neue Tenere und warum ich sie mir überhaupt gekauft hatte und warum ich denke, dass es für meine Zwecke wirklich das perfekte Reisemotorrad ist. So, das ist jetzt knapp 2 Wochen her, da habe ich das Motorrad frisch beim Händler geholt. Ich zeige euch mal ein kleines Video, wie sich das abgespielt hat, weil es ist tatsächlich so, ich bin zwar ein waschechter Motorradreisender, habe schon über 250.000 Kilometer unseres Planeten auf 2 Rädern erkundet, aber so ein neues Motorrad ist tatsächlich nach Katze erst das 2. neue Motorrad in meinem Leben, das ich mir jemals gekauft hatte. Von dem her, jetzt gucken wir mal, wie ich sie abgeholt habe, und dann erzähle ich euch, was ich alles Schönes an dem Motorrad für die große Reise geändert habe. So, hallo meine lieben Freunde von Freiheitenwelt. Heute ist es endlich soweit. Ich kriege mein neues Motorrad. Ich bin sehr gespannt. Der Händler rollt sie gerade hoch. Und ich habe diesmal echt lange gewartet. Sollte schon im März da sein. Hätte schon längst auf Reise sein wollen. Aber naja, jetzt ist es soweit. 2 Monate Verspätung. Und ich bin jetzt dann echt gespannt, wann ich sie sehe. Und natürlich, ihr könnt es euch schon denken, wenn da hinten Yamaha steht. Es ist eine 700er Yamaha Rallye geworden. Tenere. Freue mich drauf. So. Ja, geil. Da ist sie. Vielen Dank. Du bist ein YouTube-Star damit. Echt? Geil. Natürlich. Super, cool. Firma Dashline Bechhofen hat sie mir aufgetrieben. Geil. So, meine Lieben, jetzt geht's los. Die ersten Kilometer oder der erste Kilometer mit meiner neuen Tenere. Jetzt habt ihr es geschafft, jetzt bin ich auch Yamaha-Fahrer. Oh yeah.
So, da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich das Motorrad dann hatte. Bin dann gleich ein paar Kilometer gefahren. Ich habe jetzt knapp 700 Kilometer schon drauf gefahren. Der erste Service ist gemacht. Das heißt, jetzt ist das Motorrad wirklich einsatzbereit für die große Reise. Die nächsten 10.000 Kilometer sollte ich auch keinen Service mehr benötigen. Warum die Tenere? Also ich meine, das Motorrad hat ja jetzt ein paar Änderungen bekommen, aber ich glaube, es gibt es ja schon über 5 Jahre. Und damals, als die Tenere auf den Markt kam, war ich ja immer noch mit meiner KTM unterwegs. Ganz andere Leistungsklasse, 150 PS. Hier reden wir von deutlich weniger Leistung, knapp die Hälfte. Und ganz ehrlich war die Tenere für mich immer so, muss ich ein bisschen sagen, habe ich so, ach nee, was, das kleine Motorrad und die Leistung, das reicht doch nicht. Mittlerweile ist es so, ich habe das zu schätzen gelernt. Kleines Motorrad, weniger Verbrauch und natürlich auch, und ich glaube, dafür steht wirklich die Tenere und deswegen ist die auch so beliebt in der Motorradreiseszene. Es ist einfach, was man so liest, es ist einfach ein ultra zuverlässiges Motorrad. Ich kann da jetzt persönlich ja noch nichts dazu sagen, das werden wir jetzt dann im Laufe der nächsten Monate erfahren, aber ich hatte irgendwann, als es klar war, okay, meine KTM, die ist jetzt irgendwie durch, mit der möchte ich jetzt nicht mehr, sag mal, nochmal 100.000 Kilometer um die Welt fahren. Da war ich dann auf die Suche gegangen. Was gibt es denn am Markt, neue Motorräder? Da waren da ein paar verschiedene so im Angebot. KTM, die 890er, dann die Norden 901 habe ich mir angeschaut. Die African Twin habe ich mir angeschaut, eigentlich auch wieder viel zu groß. Dann die neue BMW hatte ich mir angeschaut, die GS, die kleinere. Und am Ende habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt gebt doch einfach mal Yamaha eine Chance. Dann bin ich die Probe gefahren, die ältere Version aus 2024, auch die World Raid Edition, das ist jene mit dem großen Tank. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, okay, Leistung, da muss man sich umstellen, aber ansonsten, ich habe immer so das Gefühl gehabt, das Motorrad fährt sich ein bisschen so wie ein Mountainbike. War dann aber allerdings doch noch nicht ganz überzeugt, wäre fast bei der Husqvarna gelandet, bei der Norden 901, weil die wirklich preis-leistungsmäßig das Modell 2024 top dastand. Also da kriegt man wirklich fürs Geld ein richtig schönes, gutes Motorrad. Am Ende war ich dann bei dem Händler, den wir vorhin gesehen hatten und er hat mir gesagt, Mensch Martin, schau doch einfach mal die neue Tenere an. Und zwar in der Rallye Edition. Ich bin ja ziemlich groß gebaut, 1,86 Meter. Das heißt, ich brauche schon ein bisschen also eine höhere Sitzhöhe. Und dann habe ich mir die Bilder angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, und dann gibt es halt so ein paar Features, die sie geändert haben an dem Motorrad. Insbesondere jetzt bei der Rallye Edition. Früher, glaube ich, war das die Extreme Edition, das höhere Cayaba-Fahrwerk. Und dann habe ich sie gesehen und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich bestelle die jetzt einfach. Es hat leider ein bisschen länger gedauert als gedacht. Wir sind jetzt schon im Juni. Eigentlich hätte das Motorrad schon Ende März hier sein sollen. Dann wurde ich immer wieder vertröstet. Yamaha hat ja so ein bisschen Probleme gehabt, die Motorräder zu bauen. Und ja, wie gesagt, schlussendlich seit 2 Wochen bin ich glücklicher Besitzer von diesem Motorrad. Und was ich jetzt gefahren habe, also das Motorrad macht super viel Spaß. Ich habe sie mir jetzt modifiziert für die große Reise und ich glaube, an dem Punkt steigen wir auch jetzt einfach mal ein. Jetzt sage ich euch erstmal, was ich ab Werk extra mir gekauft habe. Da fangen wir jetzt am besten vorne an. Also ich bin ja ein großer Mann. Erstmal die Lenkererhöhung habe ich mir mit reingenommen. Dann habe ich mir diese ganzen Schutzpads mit reingenommen. Fand ich irgendwie kostet nicht viel, irgendwie eine nützliche Investition. Dann hier vorne auch der Schutz von den Kühlerschläuchen. Dann hier den elektronischen Quickshift, da habe ich mir auch gegönnt. Da wird es ein bisschen teurer, knapp 300 €, aber auch der funktioniert wirklich gut. Und man kann jetzt ja eigentlich komplett ohne Kupplung fahren, wenn man so möchte. Ihr seht, das Motorrad steht auf einem Hauptständer. Da habe ich lange überlegt, Mensch, brauche ich das? Ist halt wieder sehr viel Gewicht, was da oben drauf schlägt.
Aber meine Erfahrung auf Reisen ist, so ein Hauptständer ist wirklich Gold wert. Wenn man irgendwo in der Pampa steht, wenn man eine Reifenpanne hat oder wenn man einfach mal auf einer Fähre zum Beispiel das Motorrad sicher hinstellen will und es ist einfach geschickt, dann kann man ein bisschen warten, man kann mal unter dem Motorrad schrauben. Und also ich fahre diesen Ständer gern mit durch die Gegend. Es geht halt so ein bisschen von dieser Leichtigkeit von dem Motorrad verloren. Aber ich bin jetzt hier auf diesem Feldweg gefahren, habe da jetzt eigentlich keine großen Unterschiede festgestellt. Was ich mir auch dazu gegönnt habe, war dieser Motorschutz. Und zwar ist das der kleine, weil meine Erfahrung ist auf Reisen, dieser ganze Schutz hier vorne und alles, ja, so ein Motorrad fällt mal um, aber die können schon was wegstecken, die Maschinen. Und da geht es jetzt wirklich darum, hauptsächlich, dass eben der Motor hier ein bisschen geschützt ist. Und diesen großen Verbau, den wollte ich einfach nicht. Aber das ist eine reine Geschmackssache. So, was ist jetzt eigentlich so schön an dieser Rallye Edition? Erstmal fand ich es ganz cool, einen hohen Fender mal zu haben. Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr bei einem Motorrad. Das hatte ich nur einmal bei meiner KTM 690. Ach ja, das verlinke ich euch für alle, die mich nicht kennen. Da war ich 2011 alleine ans Nordkap gefahren, aber im Winter bei minus 20 Grad mit Stollenreifen und Spikes. Und das war eine richtig coole Tour. Und das war damals tatsächlich auch mein Einstieg in die ganze Motorrad-Reiseszene. Ja, jetzt habe ich wieder einen Fender, das heißt, das ganze Motorrad kommt schon ein bisschen Offroad, ja, vom optischen her Offroad-lastiger daher. Der ganz große Pluspunkt für dieses Motorrad war aber ganz klar das Kayaba-Fahrwerk. Ist ein bisschen höher, ich weiß es jetzt nicht im Detail, also falls es falsch ist, schlagt mich nicht tot. Ich glaube, vorne haben wir 240 mm und hinten 230, ist knapp 2 cm größer als die Standard Tenere Baujahr 2025, muss man sagen. Weil Yamaha hat es ja reduziert. Jetzt gibt es die Standardversion, dann gibt es die niedrige Version und dann gibt es die Rallye-Version. Und früher gab es ja da deutlich mehr Auswahl. Und das war es eigentlich jetzt mal zu den Hauptcharakteristiken. Was ich geändert habe, ich habe hinten, ihr seht, den guten Heidenau K60 drauf. Ich glaube, es war eine Scorpion-Bereifung drauf. Das habe ich sofort umgerüstet, weil meine Erfahrung ist, Langstreckenreise, viele Kilometer und der K60 von Heidenau ist einfach aus meiner Sicht der Top-Reifen und ich bin ja jetzt das Motorrad auch schon ein bisschen gefahren, auch jetzt ohne Koffer. Die Kurvenlage ist top, also der Reifen funktioniert auf dem Motorrad richtig gut. Ja, und da sind wir ja jetzt dann eigentlich auch schon bei den Dingen, die ich mir nachgerüstet habe und da bin ich jetzt mal ein bisschen andere Wege gegangen. Ja, ich war ja lange mit Touratech unterwegs, Touratech, Koffer, war immer glücklich, bin es auch immer noch. Koffer und Taschen, da kommen wir später dazu, das ist ja immer so ein Diskussionsthema. Aber der Hauptgrund, warum ich jetzt, und das werdet ihr gleich sehen, komplett neue Wege gegangen bin, um so ein Motorrad aufzubauen, war einfach, ich komme ja von der 1190er, 150 PS, großes Motorrad, schweres Motorrad. Und das kommt halt natürlich einher mit ja, so gewissen Leichtigkeitsproblemen, sage ich mal. Und jetzt habe ich ja diese schöne Rallye und was ich nicht wollte, ich wollte einfach diese genannte Leichtigkeit nicht verlieren. Und deswegen bin ich hergegangen, habe nach Herstellern gesucht und habe für mich, glaube ich, was es momentan am Markt so gibt für die Yamaha-Motorräder oder auch für andere Motorräder, denke ich schon, ja, ein sehr gutes Setup gefunden zu haben. Das kombiniert sich aus mehreren Herstellern und ich glaube, da fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar in diesem Fall fangen wir mal hinten an. Kofferträger. Also das Ziel war, und das zeige ich euch dann gleich, hier hinten das alles so schmal wie möglich zu bekommen. Und da gibt es eigentlich nur einen Hersteller momentan und das ist Outback Motortech. Das sind diese schwarzen Halter und ihr seht schon, hier sind diese Platten. Und dann könnt ihr euch schon denken, was ich diesmal für Taschen mit habe oder Koffer. Das sind eigentlich, werden Pennies genannt von Mosko Motor. Es sind eigentlich fast schon wie Koffer. Kann man wirklich sagen, die sind sehr stabil. Ich habe sie jetzt nicht montiert. Das werde ich in einem extra Video nochmal alles erläutern. Da geht es dann darum, wie ich das ganze Motorrad überhaupt
packe. Aber das ist dann sehr wahrscheinlich das nächste Video hier auf dem Kanal. Ja, Outback Motortech mit den Taschen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Die Breite von dem Motorrad hier hinten ist gerade mal 95 Zentimeter. Das ist richtig gut, Leute. Und das weiß man wirklich zu schätzen, wenn man dann mal, ich habe ja das alles schon mitgemacht, enge Straßen, ich nenne jetzt mal Rio de Janeiro, kann mich erinnern. Dann ist man immer im Verkehr, es ist warm, 40 Grad und da ist es einfach so gut, wenn man eigentlich fast nicht breiter ist als der Lenker, weil dann kommt man einfach so schön durch den Verkehr. Und das wollte ich einfach umsetzen und das war mir mit diesem System einfach möglich. Das Ganze kombiniert sich mit den ganz tollen, ja, ist eigentlich ein Kofferträger auch. Ich benutze das eigentlich, um so eine Tasche auch vom Mosco Moto hier hinten drauf zu haben. Da ist immer mein Camping-Equipment drin. Und da bin ich bei der Firma Perun Moto gelandet, die überhaupt, finde ich, sehr innovative Sachen herstellen. Und vor allen Dingen, ich finde, die ganze Linienführung hier hinten ist, ja, es ist halt nicht so groß, so breit, so hoch. Das ist, ja, fast schon filigran, würde ich sagen, hat aber doch noch diese, ja, einfach die Robustheit, die ich brauche. Und ja, auch von dem Teil, das kombiniert sich wirklich sehr gut mit dem Träger von Outback Motortech. Mit dem Teil bin ich jetzt, was ich gesehen habe, schon sehr glücklich. Von Perun habe ich natürlich noch ein paar mehr Extras drin. Wie ihr seht, habe ich die Fußrasten demontiert. Da gab es dann, das ist eigentlich zum Spannen von Spanngurten, wenn man solche Taschen hat, also die, wo an der Seite runtergehen. Die habe ich einfach hingebaut. Ich habe mir gedacht, da ist noch ein bisschen mehr Hitzeschutz zum Auspuff, auf beiden Seiten natürlich. Und was auch von Perun ist, ist dieser Halter hier, finde ich richtig genial, Leute, super. Direkt auf dem Lenker und da habe ich den Halter für mein, in dem Fall Garmin GPS drauf. Super tolle Sache, finde ich auch preislich absolut fair, war nicht teuer. Und ich habe jetzt wirklich beim Fahren, hier ist ja noch der Tankrucksack, den perfekten Blick auf das GPS. Man hätte es auch hier reinbauen können, klar, aber ich will eigentlich immer, ich will mich von diesem GPS gar nicht so sehr ablenken lassen auf Reisen. Ich gucke ab und zu mal hin und die Funktion ist hier definitiv sehr gut gegeben. So, was gab es noch hier vorne, wenn wir schon beim Navi sind, kleines Feature. Ich habe hier jetzt mein iPhone in so einer Quad-Lock-Hülle und da habe ich hier den Halter hin. Das ist nicht für den Dauereinsatz gedacht. Das ist einfach dafür gedacht, wenn ich mal losfahre, dann gibt es ja, man lernt Leute kennen, dann kommt wieder die WhatsApp-Nachricht, hey, wir treffen uns da und dann kann ich einfach hergehen, ich klicke das Handy hier schnell rein und klicke auf Start und dann geht es sozusagen los. Und das Ganze kombiniert sich super. Ich habe immer noch Blick auf das Display von der Yamaha und das ist alles schon sehr cool, muss ich sagen. Ja, was noch? Ach genau, hier hinten. Der Kennzeichenhalter. Da bin ich auf eine Firma aufmerksam geworden. War mir völlig unbekannt. Die nennt sich ADD Venture oder Adventure. Müsst ihr mal gucken. Und ich wollte eben diesen kurzen Kennzeichenhalter, weil der lange, der geht viel zu weit runter, würde auch gar nicht funktionieren mit dem Endschalldämpfer und mit dem Kofferträger. Und den habe ich angebaut und ich muss wirklich sagen, die Firma, die hat mich doch sehr begeistert, ist sehr innovativ, ganz tolle Qualität, hält bombenfest mit den Originalblinkern. Da habe ich nur minimal modifiziert, dass die Blinker noch einen Zentimeter weiter drin sind. Aber das ist jetzt eine Detailsache, das findet ihr dann auch, falls ihr ja, sowas mal euch hinbaut, auch selber raus. Ganz cool auch, auf der Seite seht ihr jetzt nicht, hier habe ich einen Tank, einen Rotopax noch installiert, der passt wirklich perfekt hinten an den Outback Motortech Halter und der gibt mir einfach 4 extra Liter. Das Schöne daran ist, man kann ihn hier auch direkt betanken und bei dem Verbrauch von dem Motorrad gibt mir das einfach nochmal 100 Kilometer mehr. Also auch das eine sehr coole Sache. Ja, und im Endeffekt war es das jetzt schon. Halt, war es noch nicht. Ganz wichtig natürlich, ohne den wäre der ganze Umbau hier gar nicht möglich. Der Auspuff von HP Corse.
Der geht hier anders drauf, baut sehr schmal an das Motorrad und der macht es überhaupt erst möglich, dass man die Taschen oder die Kofferträger so nahe montieren kann. Und nebenbei bemerkt, macht auch richtig viel Spaß, macht einen coolen Sound, nicht zu penetrant, nicht zu laut, also man kann immer noch gemütlich cruisen, aber wenn man da mal, so wie hier jetzt, ein bisschen Offroad fährt und ein bisschen mehr Gas gibt, das macht einfach super viel Laune. Und das war natürlich vom Kostenfaktor her wahrscheinlich eins der teuersten Upgrades, das ich jetzt hier an das Motorrad hingebaut habe. Mein neues Gefährt, einen Namen hat sie noch nicht, die Yamaha Tenere Rallye 2025 und ja, in knapp 1-2 Wochen wird es soweit sein, dann werde ich endlich auf die Reise gehen. Ich werde euch noch ein paar Videos reinstellen mit den Taschen von Mosko, wie ich das ganze Motorrad packe, was ich alles mitnehme, welche Routen ich überhaupt plane, was meine Ziele sind. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Ich habe ja in der Vergangenheit mein YouTube immer weniger, sage ich mal, benutzt. Ich bin mehr auf Instagram unterwegs, auf Facebook, da könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen. Ihr könnt auch meinen Newsletter abonnieren, das findet ihr auf meiner Homepage martin-leonhardt.de oder auf freiheitenwelt.de. Ich denke, es ist alles gesagt. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn es losgeht mit dem Motorrad, wenn ich Richtung Osten fahre. Wie gesagt, folgt mir, bleibt am Ball, keep on riding und wenn ihr Lust habt auf spannende Geschichten, schaut einfach vorbei. Euer Martin, ich wünsche euch was.